Hallo Retro-Freunde und herzlich willkommen. Ich habe wieder ein paar neue Masters of the Universe Sachen bekommen aus den aktuellen Masters of the Universe Reihen Revelation, Origins und Minis, und die möchte ich euch in diesem Video gerne einmal vorstellen. Wie immer an dieser Stelle, solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt doch mal auf mein Kanallogo, abonniert den Kanal und verpasst somit kein neues Video mehr von mir. Wir fangen an mit der ersten Neuheit, mit der ersten Sache, die ich gestern bekommen habe. Und zwar ist das von den Revelation, von der neuen Masters of the Universe Revelation Serie, die am 23.07., also Stand jetzt, nächste Woche Freitag starten wird. Und es sollten ja Prequel-Comics rauskommen zu der Serie, 4 Stück an der Zahl, ab Juli jeden Monat bis Oktober einer, der die Vorgeschichte oder die Zeitspanne erzählt zwischen der Filmations 80er Jahre Motu-Serie und der neuen Netflix Revelation-Serie. Der Veröffentlichungszeitpunkt des ersten Comics war da, aber das erste Comic gab es ja nicht. Ich habe es nicht gefunden, ja. Es gab es auf Amazon als Kindle-Version, aber ich wollte es halt nicht digital haben. Ich wollte es halt in Heftform haben und habe es dann schlussendlich gefunden, da wo ich als erstes hätte suchen sollen, nämlich im comicshop.de, ein Comicladen aus Bonn. Der hat sehr viele Original-Comics, der hat eigentlich alles, was das Herz begehrt, und der hatte dann auch die Masters of the Universe Revelation Comics. Den habe ich mir bestellt. Ja, das Comic hat 3,80 €, glaube ich, gekostet. 2,20 €, 2,40 € Versand, irgendwie sowas, ja. Es handelt sich um das Original-Comic, um das US-Comic, weil ich glaube, eine deutsche Version gibt es aktuell noch gar nicht, aber ich wollte es halt unbedingt haben. Und hier haben wir die Nummer 1, ja, von dem Masters of the Universe Revelation Comic. Steht hier oben auch, sieht man es, Nummer 1 und 3,99 $. Ja, ich habe mir dazu geholt, natürlich als Masters of the Universe Fan, da wird mir das Geld aus der Tasche gezogen. Es gibt ein Variantencover, ja, was die Masters-Fans vielleicht etwas spalten wird, vom Design halt her. Ja, das ist das Coverart ist von Mike Mignola, der auch die Hellboy-Sachen gezeichnet hat oder zeichnet. Ja, das Heft ist absolut identisch, kostet auch das Gleiche. Das lediglich, der Unterschied ist dieses Variant-Cover. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das irgendwie limitiert ist oder so. Aber der Comic-Shop hat beide angeboten, und ich habe dann natürlich auch, ja, wie soll ich sagen, ich habe bei beiden zugeschlagen. Das Comic habe ich auch mittlerweile gelesen. Ich möchte nicht spoilern, ja, also ich erzähle euch jetzt nicht, was da passiert. Möchte aber so meine Kritik oder mein Feedback zu dem Comic halt abgeben. Das Comic selbst hat, ich finde, wirklich ein sehr schönes Artwork. Die Rückseite ist schlicht gehalten, man sieht Castle Grayskull. Ja, ansonsten sieht man nichts auf der Rückseite. Wie gesagt, das Artwork ist schön, aber das Artwork hat zumindest halt mit der Nummer 1 des Comics, sage ich jetzt einfach mal so, gar nichts zu tun. Ja, ich finde die Geschichte gar nicht so verkehrt. Ich finde, es haben sich einige wohl auch über die Zeichnungen nicht beschwert, aber doch negativ geäußert, da sie ihnen zu schlicht sind oder nicht gefallen. Ich finde es gar nicht so schlimm. Ja. Ich finde es schlimmer, wenn die Geschichte halt mies ist oder schlecht ist. Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, wie gesagt, es ist das US-Comic, also auf Englisch. Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist sehr. Es hat mich ehrlich nicht so richtig gepackt bisher. Ja. Ich habe es mir durchgelesen, wie gesagt. Ich finde es auch schön gezeichnet. Es ist natürlich jetzt nicht im Stil der 80er Jahre EHPA oder Interpart Comics. Es hat seinen eigenen Stil, der ein bisschen neumodischer ist, der ein bisschen, auch hier ein bisschen, ich will nicht sagen Manga, aber doch irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, neumodischer halt ist, ja. Manche Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht so hundertprozentig in dem Comic, ja. Vielleicht liegt es daran, dass ich ja, ein Kind der 80er bin und halt auch so mit Motu aufgewachsen bin. Ich habe die Interpart Comics, ich habe die Interpart Condor, ja, ich habe die EHPA Comics gelesen, ich habe vor allem die Europa-Hörspiele gehört. Ja, das war so meine Motu-Welt, das war mein He-Man, das war mein Skeletor und so weiter. Die Cartoon-Serie habe ich
beiläufig gesehen. Ja, die hat bei mir nicht im Vordergrund gestanden. Die hatten wir ganz früher halt aus der Videothek immer einzelne Folgen ausgeliehen, ja, bis die halt irgendwann mal auf Tele 5 gelaufen sind. Mit der Serie bin ich nie hundertprozentig warm geworden, auch weil sie halt im Gegensatz, weil ich halt, ja, sagen wir mal, enttäuscht war, nachdem ich halt die Hörspiele gekannt habe und von den Hörspielen einige hatte. Die Hörspiele, das war meine Masters, meine Moto-Welt. Ja, und das ist doch schon ein bisschen anders da gehandhabt oder gestaltet wie halt die Cartoon-Serie. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich habe jetzt die Comics, habe jetzt den Comic da, wie gesagt, durchgelesen. Der zweite, ich blätter hier gerade mal kurz durch, die Nummer 2 erscheint, glaube ich, am 11. August und dann wird er wahrscheinlich auch wieder genau on sale, August 11, also 11. August, kommt halt der zweite Teil raus. Und soweit ich weiß, soll es halt auch dann wieder vom zweiten Teil ein Variant-Cover geben. Habe ich, glaube ich, gehört zumindest. Ja, wenn das so ist, ich werde mir halt dann auch wieder beide holen. Ich werde es wahrscheinlich dann auch wieder im comicshop.de bestellen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt freie Werbung für diesen Comic-Shop. Ja, ich habe die Hefte jetzt nicht umsonst bekommen oder so, weil ich die jetzt erwähne. Wie ich es halt immer mache, ich habe das Zeug ganz normal bezahlt. Per PayPal und nach, glaube ich, 2 Tagen waren die Hefte bei mir. Also finde ich richtig klasse und der Shop ist nur zu empfehlen. Dann, wie ihr natürlich wisst, ich sammle die Masters of the Universe Origins. Ja, das ist wirklich ein Flashback in die Kindheit. Ja, ich packe die Figuren nicht aus. Ja, ich sammle die OVP und ich habe jetzt wieder einen Neuzugang und den Neuzugang habe ich bekommen. Ich zeige ihn euch erstmal. Erstmal wird er nicht spektakulär sein für euch wahrscheinlich. Ich habe hier nochmal einen Man-E-Faces bekommen. Ja, auf einer sehr schönen Karte, unpunched. Schöner Blister, sitzt fest auf, keine Stresslinien oder sowas halt, ja. Also sehr, sehr schön. Wenn ihr fleißige Follower seid und meine Videos kennt, dann wisst ihr, den Man-E-Faces habe ich ja schon. Aber ihr wisst halt auch, dass ich ihn nochmal gesucht habe, aufgrund dessen, da Man-E-Faces ja 3 Gesichter hat. Ja, Menschgesicht, Robotergesicht und Monstergesicht. Ja, und Mattel liefert den mal so aus. Ja, und da ich die Figuren nicht auspacke, wollte ich diesen Man-E-Faces 3-mal haben. Sprich, mit jedem Gesicht einmal in Front halt abgebildet. Ja, und der mit dem Menschengesicht hat mir die ganze Zeit noch gefehlt. Habe ihn wirklich nirgendwo gefunden oder halt nicht in einem guten Zustand gefunden. Ja, und dann habe ich auf Instagram oder auf Facebook, wo ich übrigens auch bin, ja, wenn ihr es noch nicht wisst, schaut mal rein, folgt mir da auch, klickt da auch mal rein, habe ich gesehen, dass die Retro-Spielzeugwelt, das ist auch ein Shop für Vintage-Toys, wie der Name schon sagt, ein Bild gepostet hat, wo sie ganz viele Man-E-Faces drauf hatten und haben geschrieben, hier auf Lager oder irgendwie sowas. Ja, ich habe dann unten drunter geschrieben, das war auf Instagram war es, ja, habe unten drunter geschrieben, wenn ich jetzt bei euch einen Man-E-Faces bestelle, bekomme ich dann auch wirklich den vom Bild, sprich ich bräuchte den mit dem Menschengesicht. Und relativ schnell kam die Antwort, ja, ich soll, wenn ich bestelle, in das Kommentarfeld, in das Notizfeld einfach reinschreiben, ich hätte gerne den mit dem Gesicht. Gesagt, getan, habe ich gemacht, ich habe per PayPal bezahlt und ich glaube 3 Tage später, jetzt halte ich die Figur in Händen. Somit habe ich diese Figur jetzt auch voll. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt diese Wave voll, komplett endlich. Ich habe jetzt 3-mal den Man-E-Faces in OVP, jeweils immer mit einem Mal Menschengesicht, einmal Monstergesicht, einmal Robotergesicht. Vielen Dank dafür. Ich habe hier nochmal den Flyer, den halte ich auch gerne nochmal rein in die Kamera. Ja, vielen Dank für die Bestellung. Das ist Retro Spielzeugwelt. Ja, und hier hinten ist nochmal die Webseite und die sind auch auf Instagram, auf Facebook und ich sehe es gerade jetzt hier auch auf YouTube, habe ich noch gar nicht reingeschaut, werde ich auch mal machen. Dazu haben sie mir ein kleines Goodie gelegt, fand ich auch sehr schön, vielen Dank dafür, und zwar ein Päckchen Mini-Tic-Tacs, ja, Mini-Tic-Tacs Travels, ja, ich weiß nicht, ob das so Dinger sind, die es dann halt irgendwie am Flughafen oder im Flugzeug oder sowas gibt, könnte sein, finde ich sehr witzig, sehr cool. Und noch was beigelegt, finde ich auch sehr gut, und zwar einen Flaschenöffner, ja, mit Retro Spielzeugwelt
Kann man immer mal gebrauchen. Vielen Dank dafür. Wie gesagt, hat mich sehr, sehr gefreut. So, weiter geht's. Wenn ihr, wie gesagt, meinen Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr, ich sammle auch die Masters of the Universe Eternia Minis. Und bei den Eternia Minis, Wave 1 und Wave 2 haben mir jeweils noch eine Figur gefehlt. Bei der Wave 2 fehlt mir nach wie vor dieser Disco Skeletor, dieser 2000X Skeletor, schwarz mit Gold. Wenn den einer hat, schreibt es in die Kommentare, schreibt mich an. Ja, der fehlt mir noch. Vielleicht können wir irgendwas tauschen. Wenn ihr ihn verkaufen wollt, nennt mir einen Preis. Ich denke mal, wir werden uns da einig. Ja, die Wave 2 ist mit Snake Mountain Design. Die Wave 1 kommt im Castle Grayskull Design. Ja, und da hat mir noch eine Figur gefehlt. Und zwar habe ich hier, ich weiß nicht, ob man es sieht, jetzt den Buchstaben H bekommen. Ja, und die Kenner, die Figuren sammeln, wissen, welche Figur Buchstabe H ist. Und zwar ist das hier dieser Slime Pit oder Horde Zombie He-Man. Ja, dieser grüne, der von Skeletor gefangen genommen wurde. Skeletor hat ihn dann in der Slime Pit mit grünem Schleim überschüttet und dann wurde er halt der böse He-Man. Ja, der hat mir noch gefehlt. Den habe ich Gott sei Dank bekommen für 5,99 €, ja, neu original verpackt. Woher habe ich ihn bekommen? Von Seatoys. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank an Seatoys. Die Figur bekommen. Ja, die wird ja unglaublich, die wird ja für 15 € oder 20 € halt gehandelt und wird sogar auch verkauft, weil das halt eine seltenere Figur ist, die halt in diesen Boxen nur einmal irgendwie drin ist und alle anderen Figuren sind mehrmals drin. Finde ich sehr schade, weil das ist pure Geldmacherei, wie ich finde. Ja, und ich bin nicht bereit, wie gesagt, da 15, 20 € für so eine kleine Figur auszugeben, die normalerweise 5,99 € oder 4,99 € teilweise sogar kostet. Hier, den habe ich gefunden, wie gesagt, bei Seatoys. Ja, 5,99 €. Vielen Dank dafür. Und on top, wie ich ihn abgeholt habe, hat er mir auch noch was beigelegt. Fand ich sehr, sehr cool. Ja, erwähne ich sehr gerne wieder. Seatoys, auch ein klasse Shop für Vintage Toys. Ja, das Diorama oder die Box, ja, von der Wave 1, ja, hat er mir mitgegeben. Finde ich sehr toll. Ja, finde ich richtig klasse. Habe hier auch im Hintergrund, seht ihr es vielleicht, die Wave 2 Snake Mountain Box hier, ja, und so werden die Figuren halt geliefert. Da sind diese kleinen Teilchen halt hier drin, ja, und stehen dann halt im Geschäft aus. Man kann nicht die rausnehmen und so weiter. Und das Ding hier bekommt bei mir auch einen Ehrenplatz. Ja, mal gucken, ob ich die mit der Wave 2 Box irgendwie verknüpfen kann. Ein Aufruf oder eine Bekanntmachung, nochmal eine Erinnerung in eigener Sache. Mein Kanal, ich habe ja auch eigene Sticker hier, ja, von meinem Kanal. Habe jetzt welche nachdrucken lassen. Die erste Charge war komplett weg. Jetzt habe ich sie wieder am Start. Wenn ihr Interesse an einem Sticker habt oder an mehreren, ja, schreibt mich an. Ich möchte halt für diesen Sticker 1 € pro Sticker haben. Da ist aber dann der Versand schon drin. Ja, das heißt, ich verdiene daran eigentlich nichts. Der Versand kostet mittlerweile auch 80 Cent, allein die Briefmarke. Ja, das nochmal so als Erinnerung. Wie gesagt, wenn ihr einen Sticker von mir haben möchtet, ja, schreibt mich an, schreibt es in die Kommentare, nehmt mit mir Kontakt auf und dann kriegen wir das mit Sicherheit hin. Das war ein kurzer Überblick über meine Masters of the Universe Neuheiten von Neuheiten. Ja, das heißt Revelation, Origin, Minis. Ja, schreibt es in die Kommentare, wie hat es euch gefallen? Ja, sammelt ihr auch alles? Sammelt ihr auch oder wollt ihr auch die Revelation Comics haben? Von dem Revelation Comic als Beispiel gibt es ja ein Sammelband, wo alle 4 Ausgaben dann halt drin sind. Der kommt, glaube ich, irgendwann im Januar nächsten Jahres raus. Da wollte ich nicht drauf warten. Ich werde mir den auch nicht holen. Ja, ich werde mir die Comics einzeln holen, wie sie rauskommen nach Erscheinungsdatum, damit ich sie halt jetzt schon habe. Ich will nicht bis Januar warten. Ja, wie seht ihr das? Auch das bitte mal in die Kommentare schreiben. Und was haltet ihr vor allem von dieser Figur? Findet ihr das verrückt, was ich hier mache? Dass ich die Figur 3-mal haben will, nur damit ich halt jedes Gesicht einmal habe? Auch das interessiert mich wie immer. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, ja, was soll ich sagen? Gehabt euch wohl. Vor allem bleibt gesund. Ja, viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich doch bei dem nächsten Video. Macht's gut, euer Retro Rauner.